Japanische Ramensuppe Zen-Style. Heute mal ein bisschen mehr Zentrierung, ein bisschen mehr Mitte, ein bisschen gesunder, ein bisschen glutenfrei, ein bisschen sojafrei nicht ganz, aber so ganz eine zentrierte, nach innen gehende Suppe, die die Wintersäfte zum neuen Erblühen bringen wird, wenn der Frühling kommt. Vor circa 14 Jahren, echt schon eine Zeit lang her, ich komme mir schon vor wie ein alter Mann, bin ich gar nicht mit meinem Grau, das ist alles gefärbt, war ich in San Francisco und habe in dem damals mein Guru-Laden, dem Millennium Restaurant in San Francisco gearbeitet und gelernt und durfte den ganzen Tag Zwiebeln schälen, war genau mein Job. Und dann, als unser Praktikum dort ausgelaufen war, nach dem Monat sind wir dann rüber in die Madison Food Station, weil wir hatten noch nicht genug, wir wollten noch mehr lernen und einer der Headchefs, die im Millennium gearbeitet haben, haben die Madison Food Station aufgemacht. Das war ein japanisches Restaurant und diese Küche hat mich sehr viel mehr noch inspiriert als das Restaurant, wegen was ich eigentlich nach San Francisco gegangen bin. Das war abgefahren. Da waren 20 Köche, nochmal so viel Service, 200 Leute Sitzplätze. Der Laden war mittags voll, abends voll. Die hatten 9 Gänge Kaiseki-Menüs und wirklich Traditional Japanese Style, zwar mit einem amerikanischen Headchef, aber die meisten, die dort gearbeitet haben in der Küche, waren also mindestens 50% Japaner, die anderen 50% Amerikaner und ein paar Deutsche. Und die Küche hat mich wirklich lange oder immer noch zutiefst beeindruckt. Also die Stille, die da in der Küche geherrscht hat, also man hat wirklich nur dieses kein Fluchen, kein Schreien. Also das Geräusch ist das, was man gehört hat und das Bing von der Glocke, wenn das Essen fertig war. Und sonst war Ruhe und Frieden und Konzentration und Präzision vom anderen Stern. Es war so schön und wie ich es vorhin schon mal kurz erwähnt habe oder wie ich es nachher noch mal kurz erwähnen werde, das ganze Geld, was wir dort verdient haben, habe ich in dem Laden wieder verfuttert und mein Körper-Geist-Gefühl von Anfang bis Ende war noch nie so ausgeglichen und zart. Also ich habe kein Schneuzpapier gebraucht oder sonstiges Papier, was man im Leben sonst benutzt für Körperhygiene. War wirklich schwer beeindruckend. Schwer beeindruckend. Die japanische Küche, auf alle Fälle gehört die zu meinen Top 1 der internationalen Küchen, weil die mit so einer Präzision, Sorgfalt und Liebe und zum Detail irgendwie, da wird nicht irgendwie 20 verschiedene Zutaten rumgewurstelt, sondern das, was ist und das wird gut gemacht und so schlau und so gut wie es geht. Richtige Temperaturen, also ein Gedicht. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Okay, Zutaten für unsere Ramen-Nudelsuppe. Ramen. Seidentofu, Hijiki so als Extras, die reinkommen. Dann natürlich ein breites Spektrum an Gemüsen, die reinkommen. Wir haben Spitzkohl, Sellerie, Fenchel, Karotte, Shiitake-Pilze. Dann machen wir es noch ein bisschen Miso-artig mit einem hellen Miso und einem Genmai-Miso, also einem dunklen und einem hellen Miso. Entschuldigt. Und die Brühe machen wir uns aber grundsätzlich aus Wasser, Azuki-Bohnen und Shoyu. Genau, wenn du irgendwie einen Wein hast, einen weißen Reiswein, Mirin, also japanischer dunkler Reiswein oder einen hellen Reiswein, kannst du auf alle Fälle mit reinmachen, tut der Geschichte überhaupt nicht weh. Also das ist eine Doppeltopfsuppe, die klassische Doppeltopfsuppe. Also in einem Topf kochen wir einfach die Nudeln gar, tun sie raus und lassen sie, also es sind auch glutenfreie Buckwheat Shiitake Noodles, also die sind auch so ein bisschen, ich zeige es euch mal. Also Buchweizennudeln, klassisch japanisch, die sind auch in so süßen kleinen Päckchen, die gehen ziemlich auf und man muss aufpassen, dass an diesen Stellen, wo sie geschnitten wurden, da sind die ein bisschen so nicht so geil geschnitten, da muss man am Anfang wirklich gucken, dass man die gut auseinanderkriegt. Habe ich schon ein paar Mal gemacht und einmal habe ich nicht so gut aufgepasst. Das waren Nudeln nicht so geil. Also am Anfang gut rütteln. Und dann kochen wir uns eine Brühe, die erstmal nur aus Azuki-Bohnen, angeröstete Azuki-Bohnen, Wasser aufkochen und das ganze Gemüse legen wir dann fein geschnitten rein und lassen es aber wirklich nur bei 80 Grad, also wir lassen die Suppe gut kochen, dann lassen wir das Gemüse in einem Sieb, kochen wir die da drin, das ist ein bisschen eine aufwendige Suppe für eine Nudelsuppe, aber ist halt, dann kommt das Gemüse raus, kurz abgeschreckt, dann ist der ganze Gemüsegeschmack da drin,
Die Azuki-Bohnen können wir drin lassen oder kannst du abfiltern und dann wird die Suppe mit Hijiki-Algen, Seidentofu noch mal ein bisschen erwärmt und dann zum Schluss kommt das Gemüse und die Miso-Sorten durch ein Sieb wieder hinein und dann wird das beides in einer Schüssel angerichtet. Schaut aus wie jede normale Nudelsuppe auch, aber ist ein bisschen feiner. Los geht's. Also hier bin ich auf volle Lotte. Hinten ist das Nudelwasser. Ich tue die Nudeln drauf, damit er nicht durcheinander kommt. Wenn das kocht, Nudeln kochen. Brauchst du kein Salz. Buchweizennudeln im Allgemeinen immer auf volle Lotte kochen und dann mit kaltem Wasser, wenn es anfängt überzukochen, mit kaltem Wasser nachschütten, damit sie wieder runter temperieren. Genau, dann werden hier die Azuki-Bohnen geöffnet. Hier warten wir, bis ein bisschen Hitze ist und dann circa pro halben Liter eine Handvoll. Das sind wahrscheinlich 40 Gramm oder so. 1, 2, 3, 4. Weil wir kochen 2 Liter Suppe circa. Also am Anfang musst du jetzt ein bisschen dabei bleiben, ne? Also dass du einfach guckst, dass die anrösten. Die sollen schon schwarze Fleckchen bekommen, dass die wirklich, man sieht sie auch tanzen in der Hitze. Sie freuen sich. Und die würden nicht so zittern, wenn der Topf nicht heiß ist. Süß, gell? Während das röstet, können wir schon ein paar Gemüsesachen vorbereiten. Hijiki, eine typisch japanische Alge. Schreibt sich übrigens so und es wird immer anders geschrieben. Also es gibt keine klare Übersetzung. Und da brauchst du wirklich nicht viel. So viel reicht auf alle Fälle für 2 Liter Suppe. Kommt ein bisschen kaltes Wasser drauf und einfach einweichen lassen. Die gehen ziemlich gut auf. Dasselbe kannst du mit Wakame auch machen. So, gibt schon schwarze Punkte. Da, schau, hier. Boah, da musst du aber nah hingehen. Schau, hier fängt es an. Die da, also beziehungsweise die da, wird schon dunkler. Siehst du es? So ein bisschen wie Kaffeerösterei. Versuchst du, da schau, hier auch schwarzer Punkt. Das ist gut. Und jetzt brachial. Zwei Liter Brühe. Deckel drauf, 3-mal umsingen, gut ist. So. Genau. Shiitake-Pilze haben diesen ungenießbaren Strunk. Den tun wir raus. Aber der Strunk hat Geschmack. Aber der Strunk hat keinen Charakter. Den Strunk kochen wir jetzt mit. Den hätten wir auch mit anbraten können, aber wir kochen ihn jetzt einfach mit. Er gibt Geschmack, aber die Pilze lassen wir separat. Siehst doch, also wenn du mit dem Messer nicht gescheit reinkommst, kannst du den Stiel drehen und dann schneidet der sich von alleine raus. Musst dann ein bisschen den Säger machen. So, hier. Der Zen-Spirit ist schon total zu spüren. Okay, Shiitake-Pilze ready. Hijiki weichen ein. Karotten schälen. Zen-Roshi hat das immer gesagt. When you're cooking, chop, 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 chop. Heißt also, Mu heißt nichts. Und ich soll in der Meditation, also ich soll auch beim Kochen meditieren und mir dabei mich in das Nichts versinken. Den geilsten Zen-Spruch, den ich kenne oder je gehört habe, ist einer von einem amerikanischen Roshi. Der hat extra Zen-Koans, also so Zen-Rätsel für Westler gemacht und der hat gefragt, what's the difference between a ping-pong ball? Wenn du darauf eine Antwort hast, und es gibt eine Antwort, ich weiß sie nicht, ich weiß nur, dass es eine gibt, aber wenn du die Antwort hast, dann ist, wer die US-Bahn gewonnen hat, ziemlich uninteressant. Unsere Azuki und Shiitake-Pilze kochen. Wir gehen jetzt von der Hitze runter auf 2. Gemüse Nummer 1. Shiitake-Pilze, Gemüse Nummer 2. Machen wir auch. Fein aufschneiden. Garzeit ist auch bei diesem feinen Dünnschnitt relativ egal. Also da musst du dann wenig darauf achten, welches Gemüse länger kocht als das andere, weil es ist alles so klein, es kocht alles sehr schnell. Welche Gemüsesorten du da nimmst, kannst du dich wirklich an die Jahreszeit richten, je nachdem, was du da hast. Irgendwie von Zucchini, Brokkoli, Wurzelgemüse, wie wir es jetzt hier im Winter machen. Oder Pilze, wie jetzt auch im Winter.
Genau, was du gerade da hast. Also ich finde das so, Paprika, Auberginen bieten sich nicht so an, aber alles andere, rote Beete oder stark einfärbende Sachen sind auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber sonst geht alles. Der Spitzkohl war davor schon ein bisschen zerfleddert. Den machen wir uns jetzt aber auch einfach in dünne Streifchen. Geht aus einem Stück Spitzkohl leichter als aus diesen Segmenten. Aber machst du da eigentlich immer 1,3 oder eher 1,6 mm Streifen? ich versuche bei einem Millimeter zu bleiben. Millimeter geradeaus. Ziemlich gerade, ja. Aber es ist echt Übungssache. Also das ist jetzt nicht schwer, was ich hier tue. Du musst nur ein bisschen am Anfang auf deine Finger aufpassen. Und du kannst natürlich auch so einen Julienne schneidenden Schäler benutzen bei den Karotten und so weiter. Aber das schaut dann auch immer so zerrissen aus. Also es hat nicht dieselbe Grazie wie mit dem Messer geschnitten. Also ich meine, wir lassen den Fenchel weg, aber ich meine, so genau an dieser Stelle, findest du nicht, dass das so was Herziges hat mit den Aortas und so? Ich finde Fenchel wahnsinnig herzig. Aber in diesem Fall fliegt er raus und wir machen noch ein bisschen Sellerie. Ich schaue mal ganz kurz. Also unser Nudelwasser sprudelt kocht sprudelnd. Ich glaube, mit diesen 2-3 Minuten, die ich hier auf Holländisch lesen kann, man könnte auch auf Deutsch gucken, die reichen nicht ganz. 1 Liter Wasser zum Kochen, das haben wir auf alle Fälle genug, bla bla bla, rein. Und wirklich, die musste wirklich zerpflücken, die Dinger. Also das ist eine wichtige Arbeit bei dieser ganzen Geschichte. Noch kurz gucken, ob sie irgendwo zusammenhängen. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut erwischt. Wir haben jetzt noch einen kurzen Sieb aufgestellt für die Nudeln zum Abgießen, wenn die 2-3 Minuten rum sind, und wirklich schön sprudeln kochen lassen. Also volle Lotte, nicht runtergehen von der Flamme wie normal bei Pasta. Wenn es da überkocht, wie gesagt, ein Schuss Wasser mit dazu. Unsere Brühe hat schon eine geile Farbe gekriegt währenddessen. Nebenbei, während das kocht, dauert er noch ein bisschen, können wir mal die Chilischote. Der Phil mag es nicht so scharf, deswegen tun wir sie einfach nur aufschlitzen, mitkochen. Und den Ingwer reiben wir uns zu Saft. So, Ingwer ist, glaube ich, auch genug. Wir seihen es ja eh ab, also machen wir einfach mit rein. Die Azuki-Bohnen kommen nachher raus. Deckel drauf ein bisschen ziehen lassen. Nudeln abgießen. Nudeln abschrecken. Und das ist bei den Ramen-Nudeln ist das abgefahren. Also wenn die schon gar sind, die zieht es dann wirklich nochmal so, die kriegen dann so einen Schreck, deswegen müssen die wirklich erstmal gar sein. Und die kannst du auch leicht feucht lagern, damit sie nicht kleben. Also die tun wir jetzt wieder zurück in den Topf. Und die würden jetzt relativ schnell das Kleben anfangen. Deswegen machen wir das jetzt wie bei Soba-Nudeln. Die lassen wir einfach ein bisschen in kaltem Wasser schwimmen, bis wir sie nachher brauchen. Also wir haben die Nudeln abgegossen, mit kaltem Wasser abgeschreckt und dann wieder in Wasser gelagert in einer Schüssel. Und da musst du auch schauen, dass das Wasser wirklich kühl ist. Also dass da jetzt keine Resthitze mehr drin ist. Das Wasser, wenn du merkst, das wird warm, dann tausch nochmal das Wasser und schau, dass das Wasser leitungskalt zumindest ist. Brauchst du kein Eiswasser, aber so ein bisschen. So. Unser Süpple. Kocht gerade wieder auf. Also die Azuki-Bohnen, das hat jetzt ungefähr 20 Minuten vor sich hingeköchelt. Wir haben den Ingwer drin, wir haben die Chili drin, die Azuki-Bohnen und das war's erstmal. Gießen wir ab und kochen dann in der Brühe die Azuki-Bohnen kannst du natürlich auch essen. Ich will sie nur nicht als Suppeneinlage haben, weil wir die ja so geröstet haben. Und dann schmecken die ein bisschen. Ist ja auch nicht dein Kaffeesatz mit, weißt du? So in der Art. Brühe zurück. Gemüse rein. Viel Gemüse, wenig Brühe. So liebe ich Suppen. Und das lassen wir jetzt wirklich. Also hier ist noch auf gut halber Hitze.
das Gemüse soll es nur ziehen. Kannst jetzt auch mit dem Thermometer kommen. Du siehst ein leichtes Dampfen. Nicht aufkochen lassen. Bitte, bitte nicht aufkochen lassen, sondern wirklich nur das Gemüse garen. Ein Tee, Gemüsetee. Mit der dünnen Schnittstärke, wie die wir haben, ist es so nach 3 bis 5 Minuten Garzeit, je nachdem wie dick du es geschnitten hast. Und wirklich nur in diesem Dampfbereich. Ja? Also es ist leicht am Dämpfeln. Wir geben ihm noch 1 Minute und bereiten uns in der Zwischenzeit die anderen Sachen vor. Das wären dann hier die Nudels. Na, hör schon das Tropfen auf. So. So, das Gemüse ist auf alle Fälle gar. Also sehr viel Gemüse, sehr viel Nudeln. Ich mache jetzt noch einen halben Liter Wasser noch mit drauf, wie ich es mir am Anfang schon gedacht habe. Aber ich wollte euch nicht verwirren. So, Gemüsetee hier rein. Boah, wie das schon riecht. Das ist so lecker. Boah, ist so lecker. Das bringen wir jetzt noch mal fast zum Kochen. Unser Gemüse haben wir gerade abgeseit. Das ist noch warm, heiß. Dann machen wir uns einfach hier ein schönes Gemüsenest. Schauen, dass man auch von allem was erwischt. Man kann auch, wenn es einem zu heiß ist, wie mir heute, eine Zange nehmen. Jetzt schneiden wir den Tofu, tun ihn mit in die Schüssel. Und Seidentofu ist wirklich eine seidige Angelegenheit. Schneidet sich wie Butter, aber zerfällt auch so leicht. Miso habe ich gelernt. Das haut man einfach rein und rührt man irgendwie ganz wild mit dem Besen rum und so weiter. Ich habe es anders gelernt und finde diese andere Art sehr viel eleganter. Und ich stehe doch so auf Eleganz, das habt ihr doch schon mitgekriegt. Dann nimmst du ein kleines feines Sieb, machst du das Miso, was du für die Suppe brauchst, in das Sieb hinein. Wir machen hier ein 2-fach Miso-Gemisch. In dem Laden, wo ich es gelernt habe, haben wir ein 5-fach Miso-Gemisch gemacht. Also rotes Miso, weißes Miso, schwarzes Miso und so weiter Miso. Kein Salz. Das ist wirklich eine übersichtliche Öffnung hier. So. Und das hängst du jetzt einfach hier rein. Das ist nicht ganz ideal von den Dimensionen. Und schickst das Miso mit dem Schneebesen durchs Sieb. Und das darf nicht kochen. Also ihr seht, also da würden die guten Sachen vom Miso kaputt gehen, wenn wir es jetzt aufkochen lassen. Reisschalen, Sojabohnenstückchen und so weiter, was im Miso drin ist, sind jetzt raus. Und hast wirklich eine schöne Brühe. Jetzt schauen wir noch mal nach Salz, ob alles passt. Also ich finde die Suppe sexy. Wir haben jetzt nicht mal Sojasauce rein und es ist eigentlich noch viel schöner. Also 2 Zutaten wurden gestrichen, Fenchel und Sojasauce, braucht es beides nicht. Suppe anrichten. Und wenn es jemand salziger mag, kannst du ihm natürlich auch noch Sojasauce geben. Kraftsuppen. Noch die Hijiki-Algen mit rein. Siehst also eine sehr schöne, dunkle Herbst-Wintersuppe. Nichts irgendwie mit leuchtend grün und irgendwelchen Sachen, die es im Winter eh nicht gibt. Freue ich mich drauf. Das gibt Kraft. Fettfrei, glutenfrei, nicht geschmacksfrei, was normalerweise bei fettfrei, glutenfrei, zuckerfrei und salzfrei normalerweise immer kommt, ist so, ja, aber es schmeckt halt kacke. Sondern das ist wirklich eine geschmacksintensive, leckere Kraftsuppe, die, also hat es schon ein bisschen gedauert, ich würde sagen 20 Minuten oder so, 25 Minuten, bis alles irgendwie gemacht war. Aber eine geile Suppe, macht die Familie wieder fit. Und ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Wenn euch das gefallen hat, ein bisschen Zen-Spirit vom Suram. Also hier schaut es aus wie Kraut und Rüben. Das ist ein bisschen unsennig. Dafür hat es ordentlich viel Spaß gemacht und wir haben eine geile Suppe dabei bekommen. Ich freue mich, wenn ihr wieder vorbeischaut. Und in einem Gascho verabschiede ich mich mal. Bis zum nächsten Mal. Ah genau, das Video ist cool, das Video ist cool. Da auch nochmal vorbeischauen. Hier liken, hier abonnieren, hier kommentieren. Was auch.